Reden wir über eine Situation, die wir alle kennen und die bei den meisten von uns vermutlich pure Panik auslöst. Du musst vor Leuten sprechen. Egal, ob du wie ich auf einer riesigen Bühne stehst, im Büro die Quartalszahlen präsentieren musst oder in der Schule ein Referat hältst. Dieses Gefühl, wenn alle Augen auf dich gerichtet sind und dein Herz so richtig anfängt wild zu schlagen, Schweißperlen laufen dir das Gesicht runter. Ja, das kennen wirklich viele. Warum gerade ich dir Tipps dazu geben kann? Naja, schon in der Schule habe ich Referate geliebt und auf der Bühne oder vor Leuten sprechen war eigentlich nie so ein Problem für mich. Außerdem ist das seit über 10 Jahren, ich bin schon so alt, oh mein Gott, mein Beruf. Trotzdem bin auch ich manchmal nervös oder habe ein bisschen Lampenfieber. Aber, ich habe über die Jahre auf unzähligen Events, sei es auf Gaming-Festivals wie der Gamescom oder dem A1 Austrian Esports Festival, hin zu Anime-Events, Basketballturniere, Tech-Konferenzen, also ich habe wirklich schon so viel gemacht. Und da habe ich ein Arsenal an Tricks entwickelt, um dieses, ja, Lampenfiebermonster nicht nur zu bändigen, sondern es für mich wirklich auch zu nutzen. Und heute packe ich meine wirkungsvollsten Waffen aus, die dir bei jedem Auftritt helfen werden. Gleich mal vorweg, nichts geht über gute Vorbereitung. Wenn du deine Präsentation, dein Meeting, dein Referat oder die Moderation gut vorbereitet hast, ist die halbe Miete schon erledigt. Inhalte können, das ist logisch, also dass man das so vorbereiten muss, aber es gibt noch eine andere Sache, auf die man sich vorbereiten kann. Und zwar das, was uns eigentlich am meisten Angst macht. Die Dinge, die wir nicht kontrollieren können. Dinge, die halt eben schief gehen können. Ich mache das einfach so, dass ich vor jedem sehr großen Auftritt so ein Was wäre wenn Apokalypse-Spiel mache, ja. Also ich setze mich einfach hin und schreibe eine Liste der schlimmsten Dinge, die passieren könnten und dann versuche ich dafür so eine Art Notfallplan zu entwickeln. Ganz krasses Beispiel, was ist, wenn der Beamer explodiert oder die Präsentation nicht startet, generell so die Technik einfach nicht funktioniert. Mein Notfallplan da ist, dass ich einfach so diese 3 Kernbotschaften meiner Präsentation auf eine Moderationskarte packe und versuche den Vortrag zur Not auch so vorbereitet zu haben, dass ich ihn als reine Rede halten kann. Also, dass ich eben nicht von der Technik abhängig bin. Oder was wahrscheinlich meistens der Fall bei vielen Leuten ist, dass man so den Text auf einmal vergisst, dass man nicht weiß, scheiße, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Und da versuche ich mir einfach so bewusst eine kleine Anekdote einzubauen oder eine Frage ans Publikum am Anfang. Und wenn ich irgendwann merke, so scheiße, jetzt habe ich den Faden verloren oder ich weiß eigentlich gar nicht mehr, was ich jetzt gerade sagen wollte, dann kann ich diese Anekdote erzählen, um ein bisschen Zeit zu gewinnen, um wieder reinzukommen. Eine Sache, die ich wirklich mega hasse, also so richtig, das sind solche Killerfragen, auf die ich nicht gleich antworten kann, ja, wo ich dann so stehe und mir denke, fuck, ja, ich weiß jetzt auch nicht, was soll ich da jetzt antworten? Und da habe ich einfach immer diesen einen wunderschönen Satz parat. Das ist ein exzellenter Punkt, den ich so noch nicht betrachtet habe. Ich nehme das gerne mit und komme nach der Präsentation auf Sie zu. Also einfach souverän zugeben, dass man es nicht weiß, das ist halt auch eine Superkraft. Wenn man die schlimmsten Szenarien schon mal durch hat, dann verlieren die auch total ihren Schrecken und man geht mit so ein bisschen einem Gefühl in diese Präsentation, in diese Moderation rein, dass einem absolut nichts passieren kann. Ein zweites großes Problem ist eigentlich die Ablenkung. Also egal, ob man auf einer lauten Messe steht und moderiert oder in einem Meeting, wo dein Chef komisch reinschaut, das Gehirn rattert einfach. Um in den Performance-Modus so zu kommen, nutze ich so eine Art, ja, Fokusritual, nenne ich es jetzt einmal. Das ist eine kleine, feste Abfolge von Handlungen, die meinem Gehirn einfach signalisiert, okay, jetzt geht's los, alles andere ist egal. Und bei mir ist die auch voll simpel. Also so 5 Minuten bevor ich auf die Bühne gehe, schaue ich nochmal meine ersten beiden Moderationskarten an, ich lese die nochmal so ein bisschen durch und vor allem den ersten Satz, den spiele ich und spreche ich auch nochmal so ein bisschen durch, sage ihn mir laut vor. Dann mache ich ein bisschen Atemtechnik, also ein bisschen einatmen, doppelt so lang ausatmen, damit der Körper einfach weiß, wir haben keine Stresssituation, alles ist gut, wir brauchen nicht nervös sein. Und dann hüpfe ich noch ein bisschen auf der Stelle herum, hype mich und meine Kolleginnen hinter der Bühne und dann geht auch so diese letzte nervöse Energie aus meinem Körper raus. Was ich zukünftig auch gerne mal ausprobieren will, ist mir so eine Persona erstellen, also mehr so ein Alter Ego, was ich einnehme, wenn ich auf die Bühne gehe. Also
Zum Beispiel, ich glaube, Jennifer Lopez macht das, die wird dann auch immer jemand anders, jemand, der voll krass performen kann und ich möchte auch so ein alter Ego sein, das super gut moderieren kann, gefeiert wird, dass das Publikum mitreißt und seinen Gästen eine wundervolle Bühne bieten kann. Und diese Idee kam mir beim Hörbuchhören von The Alter Ego Effect von Todd Herman. Und dieses Ritual kann alles sein. Also für dich vielleicht ein Tee trinken oder du machst einen kurzen Spaziergang, tief einatmen und durchatmen. Und das Wichtigste ist einfach, finde dein Ritual. Etwas, das zu dir passt, damit du dann auf Knopfdruck performen kannst. Jetzt haben wir halt den Kopf so vorbereitet, aber was machen wir eigentlich mit dem Rest von uns? Ja, unser Körper, ja, der ist ein bisschen tricky. Der verrät nämlich sehr schnell, wenn wir nervös sind. Wir haben eingefallene Schultern, zittrige Hände, wir tippeln nervös herum und ja, alles in unserem Körper schreit einfach, ich will hier nicht sein. Also der nächste Trick geht ein bisschen darum, den Körper zu nutzen als Werkzeug für Selbstsicherheit. Ja, wir gehen das jetzt einfach mal so Stück für Stück ein bisschen durch. Ich würde sagen, als erstes die Füße. Stell dich fest und schulterbreit hin, verwurzle dich mit dem Boden. Das signalisiert deinem Gehirn nämlich auch nochmal Stabilität und verhindert das nervöse Wippen. Dann das nächste, was mache ich mit meinen Händen? Wo sind die normalerweise? Und da kann ich nur sagen, benutze sie! Juhu! Ich liebe es, zu gestikulieren, um Wörter zu unterstreichen. Damit kannst du wirklich, wenn du sprichst, die Leute auch nochmal abholen. Und vor allem ist es, ganz wichtig, die Hände nach vorne zu zeigen, ja, nach offen zu sein. So vom Bauch kann man sie viel benutzen und immer schön die Handflächen so nach außen zeigen. Das signalisiert nämlich, dass du offen bist und Bock auf die Leute hast. Im Gegensatz zu, ich verschränke die Arme und zeige, boah, nein, eigentlich will ich gar nicht da sein, das fuckt mich alles voll ab. Ja, und zu guter Letzt würde ich sagen, das Lächeln. Bevor du deinen ersten Satz sagst, atme kurz ein und lächle das Publikum an. Ein ehrliches Lächeln ist so ansteckend und es macht dich sofort sympathisch und, das ist die Magie dahinter, es trickst dein eigenes Gehirn aus. Es schüttet Endorphine aus und sagt deinem Nervensystem, hey, alles cool hier, keine Gefahr in sich. Also wir lügen unserem Lampenfieber durch unseren Körper einfach direkt ins Gesicht. Und wenn wir bereits bei direkt ins Gesicht sind, im Publikum sind oft jede Menge davon. Also Gesichter. Ja, der Übergang. Lassen wir es mal dabei. Du schaust also ins Publikum und siehst nur kritische und gelangweilte Gesichter, die dich verurteilen. Aber das ist natürlich zu 99% nur in deinem Kopf. Aber das Gefühl ist halt leider doch real. Und der nächste Trick ist so ein bisschen ein mentaler Hack, um das sofort zu ändern. Die Suche nach Verbündeten. In absolut jedem Publikum, egal ob es 5 oder 500 Leute sind, gibt es immer ein paar Menschen, die dir wohlwollend zunicken, die lächeln oder interessiert schauen. Und das sind deine Leute. Ich mache das zum Beispiel so, dass ich in den ersten 30 Sekunden meines Vortrags den Raum scanne und dann suche ich mir so 3 bis 4 von diesen freundlichen Gesichtern. Am besten einen so links, in der Mitte und rechts, damit ich auch den Raum durchgehen kann, also mich auch bewege mit meinen Blicken. Das wären dann für den Rest des Vortrags meine Ankerpunkte. Und immer wenn ich mich so ein bisschen unsicher fühle, dann wandert mein Blick zu einem meiner Verbündeten. Und das positive Feedback, was ich dann von dort bekomme, gibt mir sofort einen Schub an Sicherheit. Weil man redet dann nicht mehr zu so einer bedrohlichen, anonymen Masse, sondern eigentlich führt man quasi irgendwie ein Gespräch mit ein paar netten Leuten, dem zufällig halt auch noch andere Leute zuhören. Und das verändert auch so ein bisschen das Gefühl vom Auftritt, der Präsentation oder dem Vortrag. Ja, dann sind wir auch endlich fertig mit dem Auftritt. Alles ist geschafft, dann kommt der Applaus, juhu, der Vorhang fällt. Und die meisten Leute sind dann meistens so erleichtert, dass sie so schnell wie möglich von der Bühne flüchten. Aber das ist ein großer Fehler. Mein letzter Trick ist vor allem, ich glaube, im Business-Kontext recht wichtig. So diese goldene Viertelstunde, diese 15 Minuten direkt nach deinem Auftritt. Weil jetzt ist man gerade im Kopf der Leute am präsentesten. So. Und jetzt ist auch der Moment, um aus einem guten Vortrag wertvolle Kontakte zu machen. Anstatt dass man also flieht, geht man eher bewusst auf die Leute zu. Man bleibt noch einen Moment im Raum und ich kann euch wirklich sagen, oft kommen gerade in diesem Setting dann die interessantesten Fragen, weil die Leute trauen sich dann im 4-Augen-Gespräch eher was zu fragen, als vorher in der großen Runde. Und ich hatte schon so gute Gespräche nach meinem Auftritt mit Leuten, die dann zugegeben haben, auch die größten Gamer zu sein oder durch mich wieder für ein gewisses Thema inspiriert wurden. Deswegen
Der Vortrag ist nicht vorbei, wenn du den letzten Satz gesagt hast. Er ist dann vorbei, wenn du den letzten wertvollen Kontakt geknüpft hast. Ja, wie ich jetzt das Skript für dieses Video geschrieben habe, sind mir noch viele andere Dinge eingefallen. Aber ich denke, fürs Erste sollte euch dieses Arsenal an Tricks schon mal weiterhelfen können. Und vielleicht fragt sich der ein oder andere jetzt, Okay, Becky, danke, coole Tipps, aber was hat das alles mit deinem Projekt mit der Morningshow zu tun? weil darum geht es ja eigentlich auf diesem Kanal. Und da kann ich euch nur sagen, die Antwort ist alles. Ja, wirklich, alles. Weil eine Live-Morning-Show ist im Grunde nichts anderes als die Königsklasse des öffentlichen Sprechens. Sie ist eine einzige, lange, unvorhersehbare Präsentation. Jeder Gast, den ich interviewe, ist quasi ein Mini-Vortrag. Jede Moderation zwischen den Beiträgen, die muss sitzen. Und wenn die Technik ausfällt oder ein Gast nicht auftaucht, dann ist diese Was-wäre-wenn-Apokalypse plötzlich Realität und ich muss improvisieren. Also jeder dieser Tricks, den ich euch heute gezeigt habe, von der radikalen Vorbereitung über das Fokusritual bis zum Verbündeten-Trick, ist so ein fundamentaler Baustein für dieses große Ziel der eigenen Morningshow. Und bevor ich überhaupt an Kameras, Gäste oder Sponsoren denken kann, muss dieses Handwerkszeug sitzen. Das ist das Training, das im Hintergrund abläuft, damit die Show am Ende mühelos und souverän wirkt. Habe ich etwas vergessen oder habt ihr noch mit bestimmten Situationen beim vor Leute sprechen Schwierigkeiten, dann lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen und wir schauen uns das in einem nächsten Video oder Short an. Bis dahin danke, dass ihr mich unterstützt, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Danke euch und ciao, ciao!